Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mal wieder auf dem guten alten Battle Mage, ja, auf dem Kampfmagier, der kurz vor Stufe 683 steht. Die 700 kommt auch hier langsam näher und ja, genauso wie die 450.000 Total Stats in Stärke, ja, und auch großer Meilenstein in Zukunft bald, die doppelten 500.000er Stats, wenn es dann so weit ist. Das wird definitiv auch cool. Von der Skillung her will ich auch in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Mein Komet macht momentan gerade das hier an Schaden, da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert, weil ich ab 400.000 dann auf Stärke geswitcht bin, heißt mein Komet ist dadurch jetzt nicht stärker geworden gegen diese Klassen, trotzdem macht er natürlich ganz guten Schaden. Ja, ich wollte mal so ein bisschen die Lagebesprechung durchgehen heute, beziehungsweise so meine Pläne auf dem Battle Mage, die ich jetzt hier momentan so habe, denn wir stehen ja tatsächlich Ranking technisch mit der Klasse weltweit gesehen gar nicht mal so schlecht da. Okay, das war ein Gamble gerade. Also ja, wer meinen Kampfmagier schon ein bisschen verfolgt, der weiß vielleicht, dass wir ja, einen der stärksten Battle Mages weltweit haben, weil ich die Klasse halt eben schon seit Release wirklich jeden Tag durchziehe so. Und ja, ich hatte die Klasse halt gestartet, als ja, die Klasse neu rauskam mit dem jeweils dazugehörigen Release-Server, und seitdem ja, ziehe ich eigentlich konstant durch. Wenn ich denn was durchziehe, dann auch richtig, und ja, das mache ich momentan gerade, und das hat zur Folge, dass wir momentan zumindest auf Platz 4 im Moment gerade stehen, ja, aber ganz knapp hinter Platz 3. Also es sind nicht mehr viele Statpunkte hier, bis wir auf das Treppchen gelangen. Wir waren zwischendurch schon öfter mal auf Platz 3 gewesen, dann wieder auf Platz 4. Ne? Manchmal ist da Seraphim vor mir. Ja, jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter. Jetzt komme ich wieder ein bisschen ran und haben da auf jeden Fall Total Stat technisch, beziehungsweise Haupt- und Nebenattribut technisch sind wir hier sehr gut aufgestellt, und meine Pläne für die Zukunft sind halt auf jeden Fall, mich dann dauerhaft so in die Top 3 zu manifestieren, der stärksten Kampfmagier weltweit. Und vom Level her, ja, stehen wir jetzt zwar momentan gerade auf Platz 5, aber wir haben natürlich noch ein paar Asse im Ärmel. Ja, wir sind hier momentan auf 682. Das Gute ist aber, die zwei hier vor mir, die beiden Kollegen, Barschal und Don Muerte, die sind wirklich nicht viele Level vor mir. Hier Barschal nur ein Level und Don Muerte auf 685 hier. Was so mein Trumpf ist, den ich in der Hinterhand habe. Ich könnte sogar an Freedom vom Level her wahrscheinlich noch rankommen, denn ich habe im Sandsturm, seitdem der gerebalanced worden ist, beziehungsweise erst kam der heraus mit 100 Etagen, dann wurde das ja erweitert auf 1000. Oder war das so? Nee, kam das schon direkt mit 1000? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, nee, ich glaube, es war 100. Auf jeden Fall sind wir bis zu dem Zeitpunkt nicht weitergekommen als bis zur Etage 64. Stimmt, dann wurde balancing-technisch nochmal was gemacht am Sandsturm, und seitdem könnten wir theoretisch deutlich weiter pushen. Ja, also viel weiter. Auf meinem Krieger bin ich ja momentan gerade beim Sandsturm 308, und auf meinem Main sind wir im Sandsturm auf fast 590. Also ich denke mal Richtung 500 vielleicht, so könnte ich auch ungefähr pushen, vielleicht 450 oder so, weil es der Battle Mage ist, vielleicht dann nicht ganz so weit. Ja, aber das wären auf jeden Fall noch einige Free Level, die ich in der Hinterhand hätte, und wenn ich die nehmen würde, dann würde ich auch an Freedom rankommen und wäre wahrscheinlich so Platz 2 der höchsten Magier weltweit. Was ich jetzt in Zukunft vorhabe ist, da wir ja hier im Blockbereich auf der Roadmap jetzt ja schon die Pläne haben für die Dungeon-Erweiterung, ja, für die Licht- und Schattenwelt, haben wir ja in der Lichtwelt 5 mal 10 Gegner und in der Schattenwelt 5 mal 10
Gegner, die vor uns liegen. Das sind insgesamt 100 Gegner, die man zusätzlich dann noch besiegen kann, die einen sehr viel XP bringen. Und dann haben wir noch 10 weitere Gegner in der Dauerschleife der Idole, die man besiegen könnte. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir 110 weitere Gegner, die wir theoretisch besiegen könnten. Ja? Und das ist natürlich was ein leveltechnisch nochmal richtig krass nach vorne pushen könnte. Was meine Pläne sind, ich hoffe mal einfach, dass die Kollegen vor mir das so machen, wie sie es auch mit dem Sandsturm gemacht haben. Wahrscheinlich werden sie zuschauen, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann einfach die, ich sag's einfach so offen, so, ne? Dass die Leute dann halt eben ihre Level weiter pushen, dass sie dann die Dungeons nehmen, die ihnen zur Verfügung stehen, die jetzt in Zukunft noch on top rauskommen, sodass der Levelfortschritt noch weiter entfernt ist zu mir quasi. Ja, das ist dann, kann man sich so vorstellen, wie eine kleine Late-Game-Dungeon-Pause oder im Prinzip auch das, was Chris macht, also Ignil, vom Level her einfach gar keine Dungeons mehr zu nehmen und dann einfach mit so gut es geht halt eben noch so viel XP wie möglich zu bekommen. Weil wenn wir jetzt hier vom Level her runterschauen, haben wir hier Ignil, der 748 momentan gerade ist. Dadurch, dass der aber schon seit Jahren keine Dungeons mehr gemacht hat, hat er natürlich auch viel offen und würde zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch Dr. Dam einholen, wenn nicht vielleicht sogar überholen. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall vom Potenzial her questet er halt jetzt mit deutlich niedrigeren Level, mit 748 und Dr. Dam mit 768. Was das halt für einen Vorteil für Chris hat, ist halt folgender, dass er durch die Abenteuerlust beziehungsweise durch die Expedition und durch das Glücksrad und durch die Akademie halt eben noch deutlich mehr Erfahrung bekommt, als jemand, der halt eben eine höhere Stufe hat. Ihr kennt ja die XP-Kurve und die Gold-Kurve. Wenn nicht, kann ich sie euch nochmal ganz kurz zeigen, um das Ganze hier nochmal zu untermalen. Ja, die XP-Kurve beim Gold, das ist ja irgendwann gecapped, ne? Und bei der XP-Kurve, die geht halt immer weiter runter. Mit höherem Level bekommt ihr immer weniger XP. So, und deswegen macht man ja auch eine Dungeon-Pause in einem bestimmten Bereich, weil man sich halt hier eben, wo die XP am höchsten ist, am längsten aufhalten möchte. Ne? Und deswegen irgendwann löst man die dann auf, weil halt das Gold zu wertvoll wird, beziehungsweise weil man dann halt mehr als genug Gold bekommt. Das ist so in diesem Bereich hier circa, deswegen sagt man auch mit 480 löst man auf, dass man so ein bisschen über 500 dann kommt und ab da an geht man dann auf Gold. Aber es gibt halt auch manche Spieler, die gehen halt weiterhin auf XP, weil sie halt einfach ein hohes Level haben wollen und die scheißen dann halt eben auf Gold. Ne? Und ja, die XP geht aber immer weiter runter. Deswegen will man eigentlich nicht viele Dungeons pushen, damit man nicht so schnell im Level hochsteigt, ja, weil man immer weniger XP bekommt. Wenn ich euch das jetzt mal hier vergleiche von meinem Battle Mage, hier die XP, der 682 ist im Vergleich zu meinem Main, was wir hier an XP bekommen. Ja, auf meinen Main bekomme ich mittlerweile nur noch 40.608 auf Stufe 731 und auf meinem Battle Mage bekomme ich halt 58.449 pro Stunde. Ja, und das geht halt immer weiter und weiter und weiter runter und deswegen machen das halt eben Leute, die halt eben relativ hohes Level haben wollen, dass die keine Dungeons pushen. So, und das ist auch so ein bisschen mein Plan mit dem Kampfmagier vielleicht, dass wir hier uns langfristig Platz 2 der höchsten Battle Mages sichern können. Ja, for Freedom noch und ich denke mal, das sollte eigentlich machbar sein, das ist kein Problem. Wenn ich jetzt meine Sandsturm-Etagen auflösen würde, dann wäre ich glaube ich so auf identischen Level mit Freedom, weil ich bevor Freedom seine Sandsturmgegner, glaube ich, gelegt hatte, waren wir immer, glaube ich, relativ identisch, was das Level anging. Jetzt ist er halt eben vorne und das hat halt den Grund, dass ich meine Etagen noch nicht gelegt hatte und deswegen habe ich da halt eben noch ein bisschen Spielraum, was das Level angeht und dann wäre, wenn ich die nehmen würde, wieder wahrscheinlich so gleich auf mit Freedom circa. The Dark Mage
kriegen wir nicht eingeholt, weil das ein kompletter XP-Spieler ist. Ja, da muss ich dazu sagen, ist es mir dann nicht worth genug, der höchste Spieler weltweit zu sein, wenn ich wüsste, okay, ich muss hauptsächlich auf XP gehen. Ja, weil der Nachteil ist natürlich dabei, wenn man hauptsächlich auf XP geht, sieht man hier bei The Dark Mage, sind halt die Total Stats dafür relativ schwach. Ja, er ist zwar der höchste Battle Mage weltweit, aber das hat halt zum Preis, dass er halt eben hier nicht sehr viele Statpunkte hat, und das ist es mir dann nicht worth, um einfach nur sagen zu können, ey, guck mal, ich bin hier der höchste Battle Mage, ja, aber halt eben nicht der stärkste. Und deswegen würde ich halt so einen guten Mix halt ganz cool finden, dass man so sagt, okay, man kann sich langfristig als vielleicht der zweithöchste Battle Mage platzieren und und in den Top 3 der stärksten Battle Mages weltweit trotzdem stattfinden. Also dass man sagt, der zweithöchste Battle Mage und vielleicht der drittstärkste Battle Mage weltweit. So dass man halt eine gute Kombi hatte aus Total Stats in einer guten Platzierung und trotzdem, sag ich mal, ein gutes Level hat, so weltweit gesehen. Ne? Ja, das sind so auf jeden Fall erstmal meine Vorhaben, die ich so vorhabe auf dem Battle Mage, und ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen, ja, und dass das vielleicht einigermaßen gut wird. Das sind so auf jeden Fall meine Langzeitziele, die ich so habe hier mit der Klasse, und dieser Fakt macht mir halt, ja, sehr viel Spaß, und es motiviert mich auf diesem Char halt eben auch nochmal zusätzlich zu sehen, dass wir halt weltweit so gut auf jeden Fall dastehen. So, ne? Ja, letztens hatte ich sogar gerade aus dem Livestream-Chat erfahren, dass wir sogar in einer Rekordrangliste sozusagen festgehalten sind als quasi der Erste, der, ich glaube, in der Lichtwelt Zeus besiegt hat oder so. Oder in der Schattenwelt Zeus besiegt hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war ich der erste Battle Mage, der das irgendwie geschafft hatte, beziehungsweise wo das halt eben festgehalten worden ist. Kann sein, es hat vielleicht noch jemand vor mir geschafft, aber ich war halt so der Erste, wo es halt eben auch so zu sehen war, richtig, ne, weil ich ja halt eben alles so an Dungeons, die halt eben neu liegen, euch eben auch zeige und daran teilhaben lasse, und deswegen, ja, bin ich da sogar irgendwo in der Liste vertreten, die jetzt zwar nicht die Rekordrangliste ist, ja, das ist noch eine andere Liste, es gibt ja noch so eine Rangliste mit gesetzten Meilensteinen, so, ne? Vielleicht suche ich die beim nächsten Battle Mage Video einfach mal raus, und dann kann ich euch die auch zeigen. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall ganz cool, und bin da auf jeden Fall nach wie vor auch sehr stolz drauf, so einen schönen, starken Battle Mage halt eben zu besitzen, zu haben, zu spielen, und ich halte da auf jeden Fall auch die Fahne hoch für alle Battle Mage Spieler. Wir sind zwar in einer Unterzahl, würde ich sagen, also die meisten feiern die Klasse halt eben nicht. Ich finde sie verdammt cool, und deswegen, ich spiele die nach wie vor halt eben sehr, sehr gerne. Und die Fähigkeit ist halt auch eben sehr unique, muss man dazu sagen, dass man halt einfach auf Ausdauer skillt und dann halt eben der Schaden dadurch steigt, vom Arkan Kometen so. Ne, das ist halt, dadurch kannst du die auch sehr tanky spielen, und dadurch werde ich die weiterhin auch auf 50-50 behalten, die Klasse hier. Ich finde das halt eine sehr gute Mischung. Generell 50-50 auf so eine Tanky-Klasse wie zum Beispiel Krieger und so kann man auch super spielen. Ne, beim Battle Mage finde ich 50-50 noch attraktiver, halt einfach auch durch diesen Kometen, der halt eben auch durch Ausdauer stärker wird, und ja, deswegen, die Dungeons sind zwar relativ schwierig, es ist keine so richtige Klasse, wo man halt so mit zum Serverstart richtig fett Dungeons pushen kann. Man muss halt extrem viel reinpilzen, um halt eben mit den Leuten auch mithalten zu können, die halt eben einfachere Dungeon-Klassen nehmen, wie zum Beispiel den Nekromant, Berserker, Dämonenjäger oder sowas, ne? Da ist es halt dann relativ easy, sag ich mal, Dungeons zu legen, weil der Random-Faktor halt eben auch relativ hoch ist, und das hast du halt eben beim Battle Mage nicht. Dadurch, dass das so eine konstante Klasse ist, hast du halt eben nicht diese Random-Faktoren, und deswegen auch zum Serverstart relativ schwierig zu spielen, beziehungsweise ist halt erstmal lange Zeit in einem Level-Nachteil, aber ja, nach wie vor finde ich die Klasse sehr, sehr cool. Ja,
Und das auf jeden Fall erstmal so zu meinem Battle Mage, die Pläne, die ich hier habe auf dem Server. Ne, Dungeon Fights werdet ihr jetzt erstmal von mir nicht weiter sehen auf dem Account, aus genannten Gründen halt einfach, aber ich komme auch wirklich nicht weiter hier. Ne? In der Monstergrotte ist sowieso nicht viel los. Wie gesagt, Sandsturm würde noch einiges gehen, aber den nehme ich jetzt erstmal aus taktischen Gründen jetzt erstmal nicht. Ja. Und dann gucken wir einfach dann, was die Zukunft zeigt. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Wenn ihr noch ein bisschen was von meinen oder noch mehr von meinem Battle Mage sehen wollt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht interessiert es auch so den einen oder anderen, wie ich hier momentan gerade so dastehe, hier auf dem Server, beziehungsweise generell weltweit mit den, mit dem Battle Mage Ranking gesehen. Und ja, genau, das ist es dann soweit. Ich mache jetzt noch meine Arena-Kämpfe fertig. Und dann sind wir hier auch soweit durch für heute. Ne? Alles klar, bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.